kann doch Spaß machen. Und in diesem Video zeige ich dir, wie wir die Tonleitern üben können. Schnapp dir gleich dein Instrument und mach gleich mit. Wir üben zusammen. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem YouTube-Kanal. Der Kanal für Musikschüler rund ums Thema Üben mit Übetipps und Übestrategien für euch, damit ihr mit Freude zu Hause übt und immer besser. Und in diesem Video möchte ich meine Reihe Übe mit mir fortsetzen. Wir üben Tonleitern. Ja, ich weiß, Tonleitern ist so ein Thema. Ich muss auch ganz ehrlich sein, ich möchte es gleich zu Anfang sagen. Tonleitern ist wie Zähneputzen. Macht nicht immer Spaß, muss aber sein, schmeckt nicht immer und manchmal muss man sich auch überwinden. Da bin ich mit euch ganz ehrlich. Also, ich behaupte jetzt nicht, dass es so super einfach ist, aber, Tonleiter üben wird euch wirklich helfen, die Stücke und die Lieder viel schneller und viel besser zu lernen. Ihr seid viel schneller, versprochen. So, jetzt aber einfach jeden Tag immer rauf und runter die gleichen Töne im gleichen Tempo, mit der gleichen Lautstärke zu spielen, das ist langweilig. Da gebe ich euch recht, das würde mir auch keinen Spaß machen. Was gibt es jetzt für Möglichkeiten, Tonleiter zu üben? Also, ich zeige euch hier wie immer die Übungen auf der Geige, weil das ja mein Instrument ist, aber ihr könnt mit jedem Instrument mitmachen und die Ideen für euer Üben dann übertragen. Also, falls ihr es noch nicht geholt habt, klickt kurz auf Pause, holt euer Instrument und übt gleich mit mir mit. Also wir üben in erster Linie Tonleiter, weil das uns hilft, die Töne auf unserem Instrument noch viel besser zu finden und zu können. Wenn du weißt, welche Tonleiter zu welchem Stück gehört, dann hast du schon 80-90% der Töne drauf. Dann kannst du die schon spielen. Also deshalb investiere immer ein bisschen Zeit in deiner Übesession zum Tonleiter üben. Wenn du eine halbe Stunde spielst, dann heißt das, spiele 3 bis 5 Minuten Tonleiter. Wenn du schon länger übst, für die fortgeschrittenen Schüler, dann nehmt ihr euch auch 15 bis 20 Minuten Zeit für Tonleitertraining. So, dieser Teil, der jetzt kommt, ein paar Minuten, ist für Pianisten nicht ganz so interessant, weil sie dieses Problem nicht haben, aber alle anderen Instrumente kämpfen damit. Also die Pianisten dürfen gerne vorspulen. Ich schreibe auch unten in der Infobox, wo es dann für euch weitergeht, ab welcher Minute. Aber ich möchte ganz kurz mir Zeit nehmen, um auf der Geige zu erklären, wie wir eine Tonleiter sauber spielen können. Und dann gehe ich zu den verschiedenen Übemöglichkeiten für eine Tonleiter. Also, die größte Schwierigkeit am Anfang ist ziemlich sicher, die Tonleiter überhaupt erstmal sauber zu spielen. Sauber spielen heißt, dass wir Ton für Ton im richtigen Verhältnis zu spielen. Das heißt, die Note muss sauber sein, die muss passen zum Ton davor und zum Ton danach. Und da gibt es ein tolles System, was ich entdeckt habe, was ich euch hier verraten möchte, was mir und auch meinen Schülern wirklich geholfen hat, die Tonleiter in kurzer Zeit unglaublich sauber zu kriegen. Also, als Beispiel nehmen wir uns jetzt einfach mal die D-Dur-Tonleiter. Die Töne blende ich hier nochmal ein. Ihr könnt es auf jedem Instrument machen, ihr könnt aber auch eine andere Tonleiter nehmen. Ich erkläre es euch jetzt an diesem Beispiel. Wir beschäftigen uns erstmal mit der ersten Note, mit der vierten Note und mit der fünften Note. So, diese Intervalle, diese Tonabstände, die hören wir super und die helfen uns, die Tonleiter sauber zu kriegen. In D-Dur ist das D und G und D und A. Probiert das mal mit mir. Wir spielen D, G, A und D. Also wir lassen alle anderen Töne aus der Tonleiter raus. Ich markiere mir oft einfach mit Farbe immer die erste, die vierte, die fünfte Note in der Tonleiter, dann weiß ich, was ich spielen muss. Los geht's im langsamen Tempo mit mir. Diese Struktur hilft dir. Das können wir auf G übertragen, auf A, auf C, auf jede Tonart. Auch auf Molltonleitern ist das möglich.
Der erste und der letzte Ton, die haben auch ein besonderes Verhältnis. Die sind eine Oktave. Also wenn du schon mal schaffst, diese Töne wirklich gut zu treffen, dann hast du schon einen ganz wichtigen Teil der Tonleiter sauber gespielt. Wir probieren es noch einmal zusammen. Der nächste Schritt wäre dann, dass wir die Note Nummer 3 dazu nehmen und die Note Nummer 7. Wir sind jetzt immer noch bei der Dur-Tonleiter, wir bleiben dabei. Also das Fis kommt dazu und das Cis kommt dazu. Und das sind zwei Töne, die wir fast wie ein Leitton spielen. Die führen zur nächsten Note hin. Also deshalb nennen wir sie Leitton. Macht doch gleich mit, wir probieren es zusammen. Also, die Töne sind hier unten eingeblendet. D, Fis, G, A, Cis und D. Los geht's. 3, 4. Ja, super. Und jetzt fehlen gar nicht mehr so viele Töne. Wir probieren mal die komplette Tonleiter. Zusammen. Los geht's. Sehr gut. Ich folge, während ich die Tonleiter spiele, immer noch dem ersten Ton, dem vierten, dem fünften und dann dem letzten Ton. Das ist mein Gerüst, meine Hilfe, meine Stationen, die mir helfen, die Töne richtig sauber zu spielen. Also das war jetzt ganz kurz erklärt, ein Übungssystem, das nicht ich erfunden habe, sondern ein ganz toller Geigenlehrer aus England, der heißt Simon Fisher, und weil es für die Geigen bekannt ist und vielleicht nicht für andere Instrumente, dachte ich, ich verrate euch das, weil es funktioniert wirklich super gut. Also, das ist eure Möglichkeit, die Tonleitern ganz schnell sauber spielen zu können. Funktioniert für alle Instrumente. So, die Pianisten können wieder mitmachen. Jetzt geht's los für alle und wir schauen uns verschiedene Möglichkeiten an, Tonleitern zu üben. Also natürlich üben wir die Vorzeichen, was für Töne vorkommen und diese ganzen Sachen. Aber an Tonleitern kann man noch so viel mehr üben. Was kann man denn alles üben? Überlegt mal mit. Also Tempo natürlich, langsam, schnell. Lautstärken können wir üben, leise, laut, lauter werden, leiser werden. Dann für die Streichinstrumente, wir können die Tonleiter mit Vibrato spielen. Wir können verschiedene Striche benutzen. Die Bläser können genauso, verschiedene Artikulationen, kurz, lang, gebunden. Also ihr seht, es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Also weil ich Geigerin bin, habe ich natürlich ganz viele Geigenhefte zu Hause. Aber ich fand dieses Heft, das möchte ich euch zeigen, weil das ist für alle Instrumente wirklich spannend. Das heißt Tonleiterspiele. Und wir spielen wirklich die Tonleiter. Bei uns ist es in der Violinklasse ein richtiges Spiel geworden. Wir machen auch Tonleiterwettbewerbe, was total spannend ist. Und es gibt verschiedene Stufen, verschiedene Schwierigkeitsgrade und verschiedene Möglichkeiten, die Tonleiter zu spielen. Und dann müssen wir die Tonleiter würfeln. Also ich habe hier verschiedene Würfel. Ich habe auch noch einen ganz großen Würfel in der Musikschule. Der ist jetzt aber nicht zu Hause. Und wir würfeln, jetzt nehmen wir immer noch die D-Dur-Tonleiter, eine Möglichkeit, wie wir die Tonleiter spielen können. Also, ich würfel und auf meiner Liste steht hier mit geschlossenen Augen. Habt ihr die Tonleiter schon mit geschlossenen Augen gespielt? Komm, wir probieren das gleich. Wir können dann auch noch ein zweites Mal würfeln, wie oft wir das spielen sollen. Könnte ja sein, dass wir das 3-mal spielen sollen. Oder 6-mal oder nur einmal. Also, wir probieren mal die Tonleiter mit geschlossenen Augen. Los geht's.
wie war das für euch? Ganz neue Erfahrung. Also, wir können Rhythmus machen. Wir könnten zum Beispiel immer 3 Töne nehmen und die Tonleiter mal so spielen, mit diesem Rhythmus. Komm, wir machen das zusammen. 1, 2, 3, 4. Und eine tolle Möglichkeit finde ich natürlich auch, aufwärts forte, also laut, abwärts Piano. Lass uns das mal versuchen. 1, 2, 3, 4. Sagt mir nicht, dass das jetzt keinen Spaß gemacht hat. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und diejenigen, die das Übetagebuch schon kennen, die haben hier vorne drauf, die kennen die ganzen Übeziele. Und zu jedem Übeziel gibt es eine Variante für die Tonleiter. Also du musst dir gar nicht mal die ganzen Hefte kaufen. Ich werde aber unten auch noch einen Link machen mit Vorschlägen, wie ihr Tonleiter üben könnt. Das könnt ihr euch gerne dann runterladen. Ich möchte euch in diesem Video ermutigen, einfach auszuprobieren. Übt aber auch schon eure technischen Schwierigkeiten aus dem Musikstück mit der Tonleiter. Dann habt ihr es ja schon drauf. Also wenn ihr einen schwierigen Strich habt, dann übt die Tonleiter mit diesem Bogenstrich. Wenn ihr euch mit dem Tempo schwer tut, übt die Tonleiter in einem langsamen oder schnellen Tempo. Übt den Rhythmus, den ihr noch nicht ganz so gut könnt, an der Tonleiter. Also ihr könnt alles an der Tonleiter üben und dann, versprochen, werden Tonleiter nicht langweilig. Und diese Tonleiterspiele, die sind wirklich, wirklich super. Lasst den Würfel entscheiden, was ihr spielen sollt, wie viel ihr spielen sollt. Und auch dann ist es wirklich einfach und ihr müsst nicht ständig überlegen, was soll ich jetzt machen? Der Würfel entscheidet für euch. Jetzt noch einen Tipp für die fortgeschrittenen Schüler, die schon richtig schwere Stücke spielen. Übt die Tonleiter auch schon musikalisch. Übt an der Tonleiter den Charakter, den ihr haben wollt, von eurem Musikstück. Also trennt nicht eure technischen Übungen von der Musik. Das ist Vorbereitung, das ist Teil von eurem Üben. Und ihr werdet so viel mehr Freude haben, wenn ihr euren Klang schon in der Tonleiter sucht und die Charaktereigenschaften und die technischen Eigenschaften, die in eurem Musikstück euch beschäftigen, an der Tonleiter schon ausprobiert. Mit diesem Video möchte ich euch wirklich animieren, auszuprobieren. Seid kreativ beim Tonleiterspielen. Ihr könnt da nicht viel falsch machen. Experimentiert. Und ich bin so neugierig von euch zu erfahren, wie ihr Tonleiter übt und welche Varianten euch eingefallen sind. Schreibt mir doch in den Kommentaren. Und damit ihr keine neuen Videos verpasst, abonniert doch den Kanal. Gleich hier. Ich gebe euch 2 Sekunden Zeit. Dankeschön. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid für ein neues Video mit Übetipps. Und gemeinsam entdecken wir hier, wie wir mit Freude üben können. Bis dahin, viel Spaß beim Tonleiterüben zu Hause und bis nächstes Mal bei einem neuen Video. Tschüss!